Herzlich willkommen zum Space Talk, der Sendung, die das Weltall zu uns auf die Erde holt. Mein Gast heute im Studio ist Audrey Vorburger. Sie ist Astrophysikerin an der Universität Bern und sie beschäftigt sich im Moment intensiv mit der Mission JUICE, die demnächst zum Jupiter starten wird. Willkommen, Audrey. Herzlichen Dank, hallo Guido. Wenn in vergangenen Zeiten Menschen an den Nachthimmel geschaut haben, dann haben sie die Planeten als leuchtende Punkte entdeckt. Und 1610 hat dann Galileo Galilei zum allerersten Mal ein Fernrohr in den Himmel gerichtet und hat sich den Jupiter angeschaut. Was hat er da gesehen? Da hat Galileo Galilei eben gesehen, dass nicht alle leuchtende Punkte gleich sind, nicht alles Sterne. Er hat Jupiter entdeckt, der war viel konstanter, der hat nicht so geblinkt wie ein typischer Stern. Und dank dem Blick durch das Fernrohres hat er auch gesehen, dass es da noch Himmelskörper gibt, Monde, die um Jupiter herumkreisen. Und das war dann eine ziemliche Revolution, eben zu sehen, was es da draußen noch alles gibt. In der Zwischenzeit wissen wir schon recht viel über Jupiter und seine Monde. Es hat auch schon verschiedene Missionen zum Jupiter gegeben. Welches ist für dich die wichtigste bisherige Mission? Also es war sicher jede Mission wichtig für sich. Jede war völlig anders. Es gab Pioneer ganz am Anfang, dann Voyager und dann kam Galileo, was für mich so ein bisschen den Anstoß gegeben hat, wieso wir auch heute dorthin fliegen wollen. Dank Galileo haben wir nämlich herausgefunden, dass es da nicht einfach quasi geologisch völlig tot und starr ist, sondern dass diese Eismonde eben Ozeane beherbergen, in denen theoretisch Leben möglich ist. Das tönt ja fantastisch. Und jetzt 400 Jahre oder etwas mehr als 400 Jahre nachdem Galileo Galilei hochgeschaut hat, fliegt ihr mit JUICE dorthin. JUICE, was heißt das? JUICE steht für Jupiter Icy Moons Explorer. Es ist eine Abkürzung, die zu Beginn mal aufgekommen ist und dann einfach geblieben ist. Genau, es ist also eine Abkürzung, eben der Jupiter Eismond Explorer. Und wenn ihr das jetzt vergleicht, eure Mission mit vorherigen Missionen, was ist da der Unterschied? Also ganz sicher ein großes First ist, dass wir zum ersten Mal in Umlaufbahn gehen um einen Mond im äußeren Sonnensystem. Wir kennen ja das schon vom inneren Sonnensystem mit den terrestrischen Planeten. Dann im Moment gibt es Juno, die NASA-Mission, die kreist um Jupiter, aber um einen Mond von einem Gasriesen. So etwas hat es noch nie gegeben. Zudem wollen wir nicht nur ein Objekt an sich, eben Ganymed, beobachten, sondern das ganze Jupiter-System. Das beinhaltet den Planeten Jupiter, sein Magnetfeld, sein Plasma, dann die Monde, die Hauptziele Europa, Ganymed und Callisto, aber auch Staubteilchen, die Ringe, Io und dann unregelmäßige Monde, wirklich eine riesige Vielfalt an Objekten. Eine riesige Vielfalt an Objekten. Und was sind denn die hauptsächlichen Ziele, die ihr da anstrebt mit dieser Mission? Also die Hauptziele für uns sind zu erforschen, ob es habitable Lebensräume gibt, also Lebensräume, die freundlich gegenüber der Entstehung von Leben und auch dem Erhalt von Leben sind. Aber das ist so der Hauptaufhängepunkt. Es gibt auch noch ganz andere Fragen zur Entstehung des Universums, zu diesem Gasriesen. Wie funktioniert der? Er repräsentiert eine Unzahl von Exoplaneten, die wir inzwischen kennen. Jupiter selbst fungiert wie ein bisschen ein kleines Sonnensystem, äquivalent. Eben wir haben Jupiter, der hat 79 Monde, die ihn umkreisen. Wir wollen wissen, wie kann es zur Lebensentstehung kommen. Und wir wollen auch wissen, wie die alle dann zusammen interagieren. Das ist eine Menge, die ihr da herausfinden wollt. Ihr schickt eine Raumsonde hin. Viele Leute können sich solche Raumsonden nicht so richtig vorstellen. Wenn wir zurückdenken an den ersten Satelliten Sputnik, das war eine Kugel, vielleicht knapp 60 cm im Durchmesser, hatte 4 Antennen und hat einen Sender an Bord gehabt, der gepiepst hat. Ich nehme an, JUICE ist da schon etwas anderes. Ja, definitiv sind wir heute etwas größer gegangen. Also der Satellit selbst ist ein paar Meter breit, lange und hoch. Das ist so wie etwa ein Würfel. Und dann ganz speziell ist das die Solar Arrays, die braucht man für die Energie. Man ist so weit weg von der Sonne,
dass das Sonnenlicht da sehr schwach ist, etwa 25 bis 30 Mal schwächer als auf den Erden. Das heißt, man hat 85 Quadratmeter große Solarpanels bauen müssen, extra für diese Mission, damit wir dann eben all diese Instrumente betreiben können, das Raumschiff selbst und dann auch die Daten zurückschicken. Du hast jetzt gerade angesprochen, Instrumente, die man da betreibt. JUICE ist eine europäische Mission und die Universität Bern ist beteiligt. Mit was ist man da beteiligt? Genau, sogar an 3 Instrumenten ist die Universität Bern beteiligt. Ich persönlich arbeite am NIM, dem neutralen Gasmassenspektrometer. Das ist eines von 6 Instrumenten, die so ein ganzes Package ausmachen, dessen Ziel es ist, die Atmosphären, aber auch die Ionosphären, also die geladene Atmosphäre und das Plasma, diese ganze Wechselwirkungen zu untersuchen. Dann gibt es GALA, das ist ein Laser-Altimeter zur Bestimmung des Höhenprofile von hauptsächlich Ganymed. Das heißt, da wird man dann die Topographie bestimmen? Genau, das sendet Pulse und dann anhand vom rückkommenden Signal kann man die Entfernung, aber auch zum Beispiel die Schräge der Oberfläche bestimmen, auch wie viel Licht absorbiert wurde und wie viel zurückkommt. Mit dem kann man ganz viel Oberflächentopographie machen. Vor allem dann in Kombination mit anderen Instrumenten kann man dann eben auch Rückschlüsse zum Beispiel über den inneren Aufbau machen. Sprechen wir über Gravitation oder sagen wir Gezeitenkräfte, die einen Mond stauchen und dehnen. Je nachdem, was unter dieser Eiskruste liegt, wird das stärker oder weniger stark dehnen und zum Beispiel GALA kann da helfen bestimmen, wie stark ist diese Deformierung. Und dann haben wir noch SWI, das ist ein Spektrograph. Das misst vor allem die chemische Zusammensetzung von der Oberfläche, aber auch von Atmosphären und dann eben auch von Jupiter selbst. Und auch da waren wir beteiligt mit Optik und mit Kalibration. Solche Instrumente, da kann ich nicht mal schnell in den Baumarkt gehen und sowas kaufen. Wie entwickelt man das und wie baut man das? Nein. Genau, das ist, meistens baut das auf wirklich langjähriger Erfahrung auf. Über Jahrzehnte entwickeln wir diese Instrumente. Es gibt dann auch diese Technology Readiness Level, die man erreichen muss, um überhaupt für solche Weltraummissionen ausgewählt zu werden. Das heißt, unser Instrument, es gab der Vorgänger, es gab das erfolgreiche Rosina auf Rosetta zum Beispiel, aber auch das hatte Vorgänger. Und das Instrument jetzt konkret eben NIM, das wir mit JUICE mitschicken, das hatten wir so in 2013 etwa so ein bisschen konzipiert zum ersten Mal, genau das Layout gemacht. Im 16 hatten wir dann den Prototypen gebaut, im 19 hatten wir dann das erste Flugmodell und im 21 wurde dann das Modell integriert auf dem Spacecraft. Du bist ja eben in der JUICE-Mission mit involviert. Was ist da deine Aufgabe? Genau, ich bin Wissenschaftlerin, also ich hatte wenig zu tun mit der Konstruktion des Instruments. Meine wichtige Aufgabe in dieser ersten Phase war vor allem das Umfeld physikalisch zu berechnen. Also man muss ja wissen, wie muss das Instrument ausgelegt sein, was für Druckbereiche muss es abdecken, wie hoch muss die Auflösung sein und eigentlich überprüfen, dass die wissenschaftlichen Fragen, die ja immer zuoberst in einer Mission stehen, auch durch unser Instrument beantwortet werden können. Unser Instrument, du hast uns etwas mitgebracht, vielleicht können wir das mal hier rübernehmen. Gerne. Kannst du da kurz etwas dazu erklären? Genau, also das ist eben unser Instrument, NIM, das Neutral and Ion Mass Spectrometer. Und es besteht vor allem hier aus einem Einlass, also wir fliegen durch das Gas und wir werden das Gas während dem Vorbeiflug vor Ort analysieren auf die chemische Zusammensetzung. Das ist das Hauptziel von diesem Instrument. Und über die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre kann man dann über die chemische Zusammensetzung des Mondes selbst schließen. Das heißt, wir fliegen durch die Atmosphären und wir nehmen Proben. Es gibt 2 verschiedene Mechanismen. Je nachdem, wie das Spacecraft zur Oberfläche steht, gibt es Einlasse hier oben in dieser, wir nennen das Antechamber. Das ist so wie eine Speicherkugel, wo wir das Gas sammeln können, um es später zu analysieren. Oder hier haben wir einen direkten Einlass, wo das Gas direkt ins Instrument reinkommen kann. Das Neutralgas ionisieren wir dann, weil wir es nur dann mit elektromagnetischen Feldern
steuern können für unsere Analyse, Massenanalyse. Das heißt, wir ionisieren es hier, ziehen es dann in diese Drift Tube, wo es hier gespiegelt wird und wieder hochgeht, bis es dann zum Detektor ankommt. Und dann habt ihr Daten und könnt im Prinzip aus diesen Daten dann die Resultate herausfinden, woraus besteht denn überhaupt diese Ausgasung von diesem Mond. Wir bestimmen dann die chemischen Atome und Moleküle, die vorkommen und auch in welchem Verhältnis sie vorkommen und können dann eben weitere Rückschlüsse machen über die gesamten Monde. JUICE wird ja mit einer Ariane 5 Rakete von Kourou aus, also in Französisch-Guayana, starten. Ich meine, so eine Rakete besteht eigentlich zu 95% aus Treibstoff, hochexplosiv. Das heißt, da kann ganz vieles schiefgehen. Hast du manchmal schlaflose Nächte, wenn du an den Start denkst von dieser Mission? Ja, im Moment noch weniger, aber dann, wenn dann April näher kommt und damit auch der Start, ich denke, dann wird es schon ein paar Momente geben, in denen ich in der Nacht nicht ruhig schlafen kann. Die Gefahr, dass etwas schief geht, besteht immer. Es ist jedoch der letzte Ariane 5 Launch, also die ESA hat langjährige Erfahrungen mit dieser Rakete und natürlich hoffen wir, dass wir den Start gut überleben und das Schöne ist ja auch, man ist dann relativ schnell mit der Rakete an einem Ort, wo man weiß, jetzt ist es gut gegangen, also vielleicht eine halbe Stunde zittern maximal und dann weiß man, jetzt ist alles okay. Ja, dann freuen wir uns dann schon, wenn das dann tatsächlich so weit kommt. Definitiv. Hoffen wir selbstverständlich. Wie lange fliegt dann JUICE, bis die Sonde beim Jupiter ankommt? JUICE braucht dann etwa 8 Jahre, bis wir im Jupiter-System eintreffen. Das ist ja unglaublich lang. Weshalb ist das so? Genau, das ist in der Tat wahnsinnig lang. Wenn man vor allem im Moment hört man viel über Merkur-Missionen, Venus-Missionen, Mondmissionen. Es kommt einem fast unverhältnismäßig lange vor, aber man muss bedenken, dass Jupiter mehrere 100 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist und wir gegen außen, gegen die Sonne, in das äußere Sonnensystem anfliegen müssen. Es sind einfach enorme Distanzen, die kaum vorstellbar sind und die führen dann halt auch zu sehr langen Flugzeiten. Und da wird ja JUICE mehrfach praktisch um die Sonne herumkreisen, an der Erde unter anderem ein Swing-by oder sogar 2 Swing-by-Manöver machen und dann aber auch bei der Venus. Die Venus ist ja näher an der Sonne. Wieso fliegt man zuerst näher zur Sonne, wenn man eigentlich rausfliegen will? Genau, das ist energetische Fragen. Also man kann bei der Venus Schwung holen, wenn man günstig von der Konstellation her an Venus vorbeifliegt. Du sagst es richtig, Venus ist eigentlich in die falsche Richtung. Aber das ist eben je nachdem, wann man den Launch hat, wie dann das Sonnensystem steht und wie dann zu verschiedenen Zeitpunkten die Planeten stehen, die eben mit ihrer riesigen Gravitation einem Schwung geben können, zielt man dann die günstigsten Momente und Planeten an und Venus gehört halt unter anderem dazu. Und da werdet ihr auch schon die wissenschaftlichen Instrumente testen können bei diesen Flybys? Wir werden sie teils schon testen, wobei NIM dann wahrscheinlich noch nicht eingeschalten wird. Wir haben hier Hochspannung in unserem Instrument und wir würden eigentlich gerne diesen Vorbeiflug nutzen für ein sogenanntes Bake-out, also das ganze Instrument aufzuheizen, damit es ausgast und wir dann sicher ein sauberes Instrument haben, bevor wir eben diese Hochspannung aufdrehen. 2031, so in diese Richtung wird dann JUICE beim Jupiter ankommen. Das ist ja ein Planet, der im Moment gerade von der Juno-Sonde besucht wird. Die primäre Mission wird ja dann auch beim Jupiter selber sein. Wieso muss man dort noch herumfliegen und geht nicht direkt zu den Monden? Genau, also zuerst einmal ist es natürlich relativ schwierig. Man fliegt da mit einer enormen Geschwindigkeit raus Richtung Ende Sonnensystem und muss sich dann da aber einfangen lassen. Also Jupiter dient unter anderem als Bremsmanöver. Anders bräuchte man enormen Treibstoff für ein solches Manöver. Und man geht dann eben anhand von Jupiter pendelt man dann langsam ein und das ist auch etwas, ein First. Das ist das erste Mal, dass eine Mission eben zuerst einen Planeten umkreisen wird, bevor es dann in eine Umlaufbahn um einen Mond geht. Eben, ihr geht dann am Schluss eigentlich von der Mission in die Umlaufbahn. Vorher fliegt ihr noch an verschiedenen Monden vorbei und sammelt dort Ergebnisse. Jetzt ist es ja so, dass
zum Beispiel Europa ist eigentlich der der Mond, der am meisten verspricht in Bezug auf Leben zu finden. Wieso geht man nicht dort in die Umlaufbahn? So ist es. Also wenn einem die Frage nach dem Ursprung des Lebens brennend interessiert, dann ist sicher Europa das geeignetste Ziel. Europa ist aber leider auch sehr nahe an Jupiter. Das heißt, Europa erfährt die stärkste Strahlung. Jupiter generiert ein enormes Strahlenfeld. Also das ist wie bei uns auf der Erde, Strahlung ist schlecht, nicht nur für Menschen, auch für Elektronik, auch für Instrumente. Und die Mission könnte nicht so dimensioniert werden. Also man kann nicht in Umlaufbahn gehen um Europa, wie man es um Ganymed kann. Das heißt, es ist ein Abwägen zwischen, wie genau kann man ein Objekt untersuchen, wie viel Mal, wie lange kann man da, wie nahe kann man da ran. Und die NASA fliegt jetzt einen eigenen Satellit, Europa Clipper, der untersucht Europa, aber auch das heißt 49 Vorbeiflüge und nicht ein Orbit. Und Ganymed ist, wenn man nicht spezifisch auf Leben ausgerichtet ist, ein extrem interessantes Objekt, der einzige Mond im ganzen Sonnensystem mit einem inneren Magnetfeld. Er ist größer als Planet Merkur, er besteht aus verschiedenen Schichten wie ein Sandwich von Eis und Wasser und Eis und Wasser und ist von dem her ein wahnsinnig interessantes Objekt, um es zu untersuchen. Ihr fliegt hauptsächlich vorbei. Der Schluss sieht dann noch anders aus, da sprechen wir noch kurz darüber. Aber ihr fliegt vorbei. Einen Lander hat man nicht dabei. Nein. Aber wenn ich dich jetzt so als Forscherin frage, würdest du gerne einen Lander dabei haben, der da aufsetzt? Ganz bestimmt. Am liebsten hätte ich es, du würdest mich hinschicken mit einem Instrument und ich könnte vor Ort diese Objekte untersuchen. Nein, das ist einfach technisch ein zu großer Sprung im Moment. Also es gibt diese klassischen Abfolgen von Fernerkundung, eben von der Erde mit Teleskop. Dann geht man näher, man geht in eine Umlaufbahn. Als nächstes würde dann ein Lander folgen, steht schon zur Diskussion. Nach dem Lander kommt dann vielleicht sogar noch ein Sample Return, aber technisch sind wir einfach im Moment an dieser zweiten Phase, an dieser Orbiter-Phase, die es auch dringend braucht. Man muss auch zuerst die Objekte genau kennen, um zum Beispiel nur schon einen Landeplatz definieren zu können für zukünftige Missionen. Dann hoffen wir, dass das dann irgendwann soweit ist. Es gibt ja eben, wenn wir jetzt zum Abschluss der Mission kommen, ein ganz spezieller Abschluss. Man will geplant abstürzen. Weshalb macht man das so? Genau, also wenn wir schon vorher auf Leben zu sprechen gekommen sind, es gibt diese Planetary Protection Acts. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht solche Planeten kontaminieren. Das heißt einerseits, wir wollen kein eigenes Leben auf diese Monde bringen, die dann diese Monde bevölkern, Bakterien oder was auch immer, Mikroben. Andererseits wollen wir auch sicher, wenn es da Leben hat, nichts bringen, was das Leben vor Ort töten könnte. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir am Schluss den Satelliten quasi sauber entsorgen und nicht so etwas gefährden. Und Ganymed ist zurzeit noch nicht klassifiziert als wahrscheinlich genug für Leben, dass man das da eben nicht dürfte. Das heißt, wir werden am Schluss gezielt auf Ganymed abstürzen. Wenn jetzt aber während der Mission herauskommt, dass Ganymed doch das Potenzial für Leben hätte, müssen wir einen neuen Weg finden. Und was würde das heißen? Einfach irgendwo hinschicken, die Sonde dann, oder zum Jupiter zurück? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das dann zu entscheiden. Ich tendiere zu Jupiter, weil man will ja ganz sicher auch kein anderes Objekt. Es gibt da 79 Monde. Man will ja sicher gehen, dass auch in 10, 20, 50, 100, 200 Jahren man nicht dann mit irgendeinem solchen Objekt kollidiert, das eben vielleicht doch auch Leben haben könnte, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Ja, irgendwann eben ist diese Mission dann zu Ende, aber es könnte ja sein, zum Beispiel das Europa Clipper, der ja ein Jahr vorher schon beim Mond eintrifft, dass der vielleicht irgendwas entdeckt. Könnt ihr dann noch kurzfristig eure Mission ein bisschen anpassen? Ja, also das ist eine
Auch schwierige Frage. Natürlich, eigentlich stehen die Orbits jetzt schon fest. Es gibt nochmal eine Phase von der ESA-Seite, wo die dann nochmal fixiert werden, aber auch das ist vor der Ankunft von Europa Clipper. Wenn jetzt aber Europa Clipper eine Sensation finden würde, wie zum Beispiel die permanenten Geysire, die man auf Enceladus gesehen hatte, wenn die dann aktiv wären und man wüsste genau, wie und wo man etwas solch wissenschaftlich Interessantes anfliegen könnte, dann käme sicher nochmal die Diskussion auf, können wir die Trajektorie nochmals anpassen. Sehr, sehr spannend. Wir sind schon am Schluss vom ersten Teil unseres Gesprächs angekommen. Wenn Sie mehr erfahren möchten über Audrey Vorburger und ihre Arbeit und vor allem, wie ist sie überhaupt zu dieser Mission gekommen, wie ist sie Astrophysikerin geworden, dann schauen Sie sich doch bitte den zweiten Teil an.